Guten Morgen. Wir sind am Campingplatz aufgewacht und, Überraschung. und gehen jetzt laufen, weil wir sonst immer noch im Auto sitzen und dann gehen wir duschen und Haare waschen und dann geht's weiter. Und jetzt frühstücken wir unser Müsli. Und der Dani hat sich mit den Nachbarn angefreundet und holt sich gerade einen Kaffee. Unsere Campingplatz-Nachbarn waren ein Schweizer Pensionistenpaar. Wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen. Wollte er mich was fragen, weil er nicht in das gratis WLAN kommt. Und dann habe ich ihm da halt nicht viel, einfach ein bisschen was geholfen. Und dann hat er gemeint, ja, und er hat gerade das Buch gelesen von Eichendorff aus dem Leben eines Taugenichts und das würde uns gern geben. Und drinnen waren dann 20 Euro. Das hat er gemeint als Dank dafür, dass ich ihm da mit dem Laptop geholfen habe und weil er uns ein bisschen was dazu steuern möchte. Das war sehr nett. So, wir mussten gerade stehen bleiben, weil der Käfer da stehen geblieben ist. Er ist mit seinem Auto genau hinter der Kurve liegen geblieben und man konnte schlecht einsehen. Und ich habe ihn gefragt, ob wir ihn rausziehen sollen aus der Kurve. Na danke, den kann man schieben. Hat er mich weggeschoben. Als er Daniel das letzte Mal getankt hat in Linz, hat er es so voll gemacht, dass man es gesehen hat. Und jetzt wieder. Das heißt, er war vorher ganz voll und jetzt haben wir wieder ganz voll getankt und haben geschaut, wie viel wir reingetankt haben. Und es waren 55,33 Liter. Und wir sind seit dem letzten Tanken für 558,3 Kilometer gefahren. Das heißt, wir haben einen Verbrauch von unter 10 Liter pro 100 Kilometer. Wir sind jetzt in einer Autowaschbox und werden jetzt hinten die Türe reinigen, damit wir dann unsere Aufkleber in unserem YouTube-Link aufkleben können. Da unten ist unsere Batteriebox und unser Wechselrichter funktioniert nicht mehr und das werde ich mir jetzt anschauen. Die Batterie ist 23 Kilo schwer und es ist ziemlich schwierig, sie so rauszukriegen, aber dafür haben wir ein praktisches Tool immer dabei, und zwar 36, um genau zu sein. Wir versuchen jetzt herauszufinden, warum unsere Batterie nicht mehr so richtig geht. Ich habe jetzt ein bisschen am Operationsverstärker rumgeschraubt und den ohmschen Widerstand und die Blindleistung und so ein bisschen optimiert. Also eigentlich, ich habe es aufgemacht, geschaut, wo der Fehler ist, drauf gekommen, dass es keine Fehler gibt und jetzt geht's wieder. Die Batterie hat vergessen, dass sie funktioniert. Die Batterie funktioniert wieder, wir können unsere Kamera-Akkus laden. Ja, wir haben unseren Plan ja jetzt schon recht oft geändert, aber jetzt gestern haben wir sehr lange Zeit damit verbracht, eine gute Route auszuwählen, weil die Karin hat Freunde in Paris, wo wir hin müssen. Das heißt, wir fahren jetzt von Feldkirch, wo wir jetzt gerade sind, immer noch.
barricades in front of you. Not blinded by smoke, not frozen to death. All I see is spirit. The whereabouts when the lantern follow me. The whereabouts when the lantern follow me. When I lock in the thoughts won't escape once a while. When I lock in the thoughts won't escape once a while. Also man kann von der Schweiz halten, was man will, aber ihre Flagge ist auf jeden Fall schon mal ein großes Plus. You don't wanna, but you better follow me. But you would like to, but you better speak for me. We say once in a while, she locked in the thoughts. We say I can see clear. Not blinded by smoke, not frozen to death, not badly knocked down. All we see is barricades in front of you. Not blinded by smoke, not frozen to death. All I see is spirit. Wir haben die Geländeuntersetzung drinnen, damit wir jetzt im Stau nicht immer auskuppeln müssen. Und so fahren wir zwischen 3 und 5 km/h, je nachdem welchen Gang. Das ist wie, als würden wir dahin kriechen. Dafür kriechen wir sehr regelmäßig und müssen nicht stehen bleiben. Es ist jetzt 7:45 und wir sehen jetzt da sicher einen guten Kilometer weit, dass nur Stau ist und sich wirklich fast gar nichts bewegt. Und ich bin gerade am Überlegen, ob wir nicht einfach jetzt die Zeit nutzen sollten, um Abendessen zu kochen und zu essen. Weil da rechts an der Autobahn ist so ein wunderschöner Grünstreifen. Und da könnten wir uns hinstellen und einfach kochen. So, da stehen wir jetzt. Wir haben deutsch-französisches Radio, hören gerade das und kochen unser Abendessen. Und alle Leute, die vorbeifahren und schauen uns rein und lächeln uns an, das ist sehr nett. So, das Auto steht leider ein bisschen schief. Deswegen haben wir jetzt da unten einfach auf der Straße hingestellt. Während wir da gekocht haben, hat sich der Stau ziemlich aufgelöst. Jetzt machen wir das noch schnell fertig. Und die Reaktionen waren so lieb. Also alle haben uns den Daumen gezeigt, uns angelächelt und haben voll Verständnis gehabt dafür, weil die haben auch Hunger, glaube ich. Weil der Defender so hoch ist, haben sie ihn als LKW erkannt und mein Ticket kam da raus. Ganz oben. Ich habe aber da unten gedrückt. Wir haben zum Spielen das Handy mit der Taschenlampe da in unser Dachzelt geklemmt, oben am Dach. Und haben alle Fliegengitter offen gelassen, absichtlich, weil es heiß und schwül war und auch noch ist. Und es unbedingt durchziehen musste. Und ja, dann konnten wir beobachten, wie wir mehr Insekten reingekommen sind. Und wie sich sogar ein Spinnennetz gebildet hat. Und ja, inzwischen haben wir da richtig viele Insekten. Und jetzt haben wir gerade unten das Licht aufgedreht, damit wir sie dann da rauswerfen können, die Insekten, und sie sich unten mit dem anderen Licht dann wieder treffen.